kommst und gehst, wie es dir gerade passt. Du interessierst dich doch einen Dreck für mich. Muss ich dir etwa auch erst was vorröcheln, bevor du fragst, wie es mir geht, hä? Muss ich erst zusammenbrechen, bevor du irgendwas raffst? Ich muss zu meinem Onkel ins Krankenhaus. Schlaganfall. Du bist verantwortlich für das Kokain auf meiner Party. Ich? Franziska nicht aus dem Koma erwacht oder ihr sonst irgendwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Wieso? Sie hat das Kokain genommen. Ja, wolltest du nicht wieder zurück zu Daniel? Vergiss es, der ist doch total verrückt geworden. Das kann ich schon verstehen, nach diesem Anwaltsschreiben. Was denn für ein Schreiben? Natascha ist mit Vivian nach Südafrika ausgewandert. Ja. Daniel wird die Kleine wahrscheinlich nicht wiedersehen. Sie wird doch wieder gesund. Das will ich doch schwer hoffen. Erst Koks auf meiner Party verteilen und dann einen auf betroffen machen. Kathi, ich bitte dich. Wo Models sind leider auch häufig Drogen. Das weiß doch jeder in der Branche. Dann kann ich ja gleich der Presse Bescheid sagen, dass du auch bald eine neue Kollektion vorstellst. Mit anschließender Party. Ich glaube, jedes Gespräch erübrigt sich. Ja, das war mir schon klar, dass du jetzt nicht weiter darüber sprechen willst. Nach der Visite hat Dr. Spangenberg sicher mehr Zeit für uns. Das hast du doch nur gemacht, weil dir sonst die Kunden weglaufen. Kathi. Ohne deine Intrige würden sie doch alle zu mir wechseln. Du gehst wirklich über Leichen. Kathi, es reicht. Gut, dass ihr das mit angehört habt. Was ist denn hier los? Clarissa hat... Nicht vergessen, wie schlimm es um Franziska steht. Geh jetzt bitte. Daniel, bitte mach die Tür auf. Daniel, bitte! Tom hat mir gesagt, was passiert ist. Schön für dich. Es tut mir leid, dass ich dir schon wieder was vorgeworfen habe. Wieso? Es liegt doch nahe, dass ich egoistisch und eifersüchtig bin. Ja, wieso hast du mich denn nicht auf dem Handy angerufen? Mensch, ich wäre doch sofort vorbeigekommen, wenn ich gewusst hätte, dass du wegen Natascha so fertig bist. Und hättest den armen Jonas nicht mehr gepflegt? Das kann ich doch nicht zulassen. Daniel, bitte. Bitte. Immer noch auf Jobsuche. Ja, aber bis jetzt leider noch kein Glück gehabt. Und du? Simon hat erzählt, du willst dich selbstständig machen. Bist du das nicht schon? Nein, ja, ich bin Freiberufler. Danke. Und wieso willst du jetzt eine Firma gründen? Um das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Mit Mitarbeitern und so. Aufträge genug hätte ich ja. Und wo liegt das Problem? Im Startkapital. Mir fehlen die 50.000, um die GmbH zu gründen. Kommt dann noch das technische Equipment dazu, Rücklagen. Da kommen schnell ein paar Mark mehr zusammen. Ich habe jetzt ein neues Hobby. Klinkenputzen. Banken, Ämter und Behörden. Vorhin war ich schon bei der Industrie- und Handelskammer. Ach, deswegen konntest du Simon nicht ins Krankenhaus begleiten. Ich habe den Termin schon vor Wochen ausgemacht. So schnell kriegst du da keinen. Das war echt wichtig. Hi. Hi. Hallo? Magst du auch einen Kaffee haben? Lieber ein Whisky. Dann geht's Onkel Theo aber nicht so gut, was? Sieht schlecht aus. Und ich habe dich allein zu ihm gehen lassen. Ich war nicht allein. Als ich ins Zimmer kam, da saß er da. Aalglatt wie immer und mit Dollarzeichen in den Augen. Wer? Ja, unser lieber Halbbruder. Lukas? Als ich erfahren habe, dass ich Vivian wohl nie wiedersehen werde, da habe ich dich gebraucht. Hätte ich das gewusst. Und dann sagst du mir, dass du bei Jonas warst. Das war einfach zu viel für mich. Daniel, zwischen Jonas und mir ist nichts mehr. Das musst du mir glauben. Das tue ich ja auch.
trotzdem. Wenn ich seinen Namen höre, dann sehe ich einfach rot. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sonst niemand. Und wenn du willst, wenn das für dich einfacher ist, dann treffe ich Jonas einfach nicht mehr. Quatsch. Naja, wenn du damit nicht klarkommst. Das will ich ja, aber es ist eben nicht so einfach. Du musst lernen, mir wieder zu vertrauen. Kommst du? Geh doch nur mal lieber zu Franziska. Wenn du Clarissa noch mal oben siehst, kannst du ja Nichts werde ich hier ausrichten. Dein Auftritt eben hat schon gereicht. Felix, sie hat das Koks auf meine Party schmuggeln lassen. Erstens hast du dafür keine Beweise und zweitens ist mir das langsam auch scheißegal. Verstehst du nicht, was sie damit beabsichtigt? Sie will mir nur schaden. Du siehst doch, was dann immer passiert. Ja, klar, dir geht's immer nur um dich, um deinen Ruf, um deine Scheißkollektion. Aber hast du auch nur mal einen Moment an Franziska gedacht? Natürlich. Solltest du endlich aufhören, ständig über deine blöde Rache an Clarissa nachzudenken. Und lieber hoffen, dass meine Schwester bald wieder fit ist. Das war unser Abenteuerspielplatz. Und warum hat er ihn dann verkauft? Die Gemeinde brauchte Baugrund. Da hat Onkel Theo einen Teil seines Grundstücks abgegeben. Und kaum war das Geld da, stand Lukas auf der Matte. Na komm, hat ihn auch schon vorher besucht. Wenn er pleite war. Er hat es auch wirklich nicht einfach, wenn ich dich daran erinnert habe. Vater hat ihn und seine Mutter ja sitzen lassen, ne? Ja, was er unserem Vater auch immer wieder vorgeworfen hat, wenn er was von ihm wollte. Typisch Scheidungskind eben. Lukas hat dieses System perfektioniert. Menschen können sich ändern. Der Typ doch nicht. Warum regst du dich jetzt so auf, hm? Ach, weißt du, wenn es sein erster Ausraster gewesen wäre, dann wäre es ja okay. Aber seit Wochen streiten wir uns nur noch. Ich habe echt das Gefühl, dass unsere Beziehung keinen Sinn mehr macht. Ach, Gabriella. Daniel liebt dich, du liebst Daniel. Wollt ihr aufgeben? Ich gehe schon. Gabriella Santos? Nein, einen Moment bitte. Gabriella? Ja, ich hab's mitbekommen. Bitte schön. Ein Autogramm bitte noch. Ja. Gut. Danke. Schönen Abend noch. Ja, danke gleichfalls. Hallo. Wisst ihr, was das ist? Ein roter Umschlag. Ja, aber es ist auch eine Einladung. Liebe Gabriella, mein Herz sehnt sich nach dir. Bitte sei heute Abend um 20 Uhr im Restaurant Quatre Coeurs mein Gast. In Liebe XY. Ist dieser geheimnisvolle XY? Tja, wer wohl? Hoppla. Du hattest recht. Wir werden nicht aufgeben. Wo bleiben Sie denn? Ich war gerade im Nagelstudio, als Sie angerufen haben. Hätten Sie sonst keine Probleme, bitte. Nachdem bereits mehrere Kunden von Caradonna zu Ihnen gewechselt sind, dachte ich... Sie dachten. Das hätten Sie mal besser tun sollen, bevor Sie auf die irrsinnige Idee gekommen sind, Drogen auf die Caradonna-Party zu schleusen. Aber Sie haben doch selbst gesagt, ich hätte freie Hand. Das ist noch lange kein Grund, Franziska von Bayenbach Kokain zu geben. Einer 16-Jährigen. Einem Kind. Völliger Unsinn. Die Kleine lügt. Dazu müsste sie erst mal aus dem Koma erwachen. Tun Sie doch nicht so, als wüssten Sie nichts davon. Oh mein Gott, davon habe ich wirklich nichts mitbekommen. Das nützt uns jetzt auch nichts mehr. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ihnen ist klar, dass Sie sich einen neuen Job suchen dürfen. Bei Linie Clarisse werden Sie jedenfalls nicht anfangen. Aber... Und natürlich tragen Sie die alleinige Verantwortung für diesen furchtbaren Zwischenfall. Aber Sie haben doch selber gesagt, dass Sie einen Skandal heraufbeschwören sollten. Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Davon war nie die Rede. Sie haben mir einen Auftrag erteilt. Ich habe ihn ausgeführt und Sie waren mit dem Resultat zufrieden. Und was die Kleine von Bayenbach angeht, daran sind Sie genauso schuld wie ich. Guten Abend. Also, wenn einer ein Gründungsdarlehen bekommt, dann du. Ohne das Geld könnte ich mir alle meine Pläne abschminken.
Marc, das wird schon klappen. Ich glaube, ich gehe da mal besser. Ich wünsche euch beiden viel Spaß. Tschüss. Lukas, wie geht's? Gut. Und dir? Sieht man es nicht? Mach's kurz. Was willst du? Ich komme aus dem Krankenhaus. Onkel Theo? Vor einer Stunde. Ohne Schmerzen, hat der Arzt gesagt. Und? Hat's dir geschmeckt? Ja, es war super lecker. Also, mein Fisch war ausgezeichnet. Wirklich? Ja. Pass auf. Oh, Daniel, du bist so verrückt. Sie ist sehr schön. Sie ist wunderschön. Du bist wunderschön. Ach, das hätte ich fast vergessen. Mach's auf. Das werde ich jetzt hüten wie den Heiligen Gral. Ich habe ziemlich viel falsch gemacht in letzter Zeit. Das möchte ich wieder gut machen. Bitte. Was haltet ihr davon? Trauert nicht um mich, freut euch, dass ich den Frieden habe. Hm? Meinetwegen. Was meinst du denn, Simon? Simon. Perfekt. Wenn Lukas das sagt. Simon, es war Onkel Theos letzter Wunsch, dass ich mich um die Beerdigung und um den Nachlass kümmere. Als Anwalt hat Lukas doch Erfahrung in solchen Dingen. Und ich habe mich nicht darum gerissen. Klar. Gut. Dann gebe ich mal die Todesanzeige auf. Wir sehen uns am Morgen, ne? Gute Nacht. Tschüss. Meinst du wirklich, dass es in dieser Situation so sein musste? Jahrelang war Onkel Theo ihm egal. Aber jetzt, wo es was zu erben gibt, da taucht er plötzlich hier auf. Euer Onkel hat doch ein Testament gemacht, in dem alles geregelt ist. Trotzdem. Ich traue ihm nicht. Das war wirklich ein sehr schöner Abend. Und das Armband, das kann man bestimmt wieder reparieren. Ja, klar. Rot oder weiß? Na, welchen Wein magst du? Ach so, eigentlich möchte ich gar keinen Alkohol mehr. Wieso nicht? Du musst doch nicht mehr fahren. Ich schlaf lieber zu Hause. Ich muss morgen ziemlich früh raus. Uni und so. Verstehe. Ja. Vielleicht ein Glas Wasser? Wenn du nicht böse bist, dann würde ich lieber direkt fahren. Ich bin ziemlich müde. Sehen wir uns morgen? Ja, wir können ja telefonieren. Ja.
Ich rufe dich an. Nacht. Hörst du mich? Franziska. Meine Kleine. Hörst du uns? Habt ihr das gesehen? Hey, willkommen auf der Erde. Hast du Durst? Komm, Klaus. Besser? Ganz vorsichtig. Da hast du uns ja einen schönen Schrecken eingejagt. Sag bloß, du erinnerst dich nicht. Katis Party. Du hast Koks genommen. Auf der Feier war Rauschgift im Umlauf. Ich. Bist du mir böse? Nein. Ich bin so froh, dass du wieder aufgewacht bist. Obwohl ich so einen Mist gebaut habe. Kathi hätte besser auf dich aufpassen müssen. Heute können wir uns zum Essen verabreden. Was hältst du davon? Ja. Im Schneiders. 1 Uhr? Ja, das müsste ich schaffen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Oh, ich muss schon mal frühstücken. Bist du schon auf? Oder noch? Ich habe schon im Bett gelegen. Ich konnte noch nicht schlafen. Soll ich für Daniel mitdecken? Nein, ist nicht nötig. Er hat in der Pension geschlafen. Wir haben uns einfach nichts mehr zu sagen, Anno. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, Gabriella. Doch. Zuerst haben wir übers Essen geredet und dann haben wir übers Essen geredet und letztendlich haben wir übers Essen geredet. Ich gehe schon. Also ich glaube, ihr setzt euch einfach zu sehr unter Druck. Nein. Ich habe einfach das Gefühl, dass zwischen uns beiden eine Mauer ist, die immer größer wird. Gabriella, sie ist für dich. Daniel? Hi. Na, was gibt's? Entschuldigung. Olaf? Ja, das stimmt. Nein, nein, hören Sie, das ist unmöglich. Mein Onkel wird gleich beigesetzt. Könnten wir das nicht vielleicht morgen... Wieso bist du hier aufgetaucht? Hören Sie. Weil ich zur Familie gehöre. Könnten wir das nicht morgen? Die hat dich doch jahrelang nicht interessiert. Es gibt keine andere Das mag vielleicht so ausgesehen haben für dich. Das hat nicht nur so ausgesehen, das war so. Dann auf Wiederhören. Also können wir? Ja, sag mal, aber ich habe mal eine Frage. Bei der Testamentshoffnung nachher. Ist es da zwingend notwendig, dass ich anwesend bin? Nein, warum? Ich habe den Termin bei der Bank gekriegt. Aber nur heute. Wegen deines Kredits. Simon kann ich vertreten. Rechtlich ist es kein Problem. Ja, dann wollen wir doch mal, ne? Komm. Schön, dass es Ihrer Tochter wieder besser geht. Danke, Christiane. Ach, Gräfin von Anstetten wartet im Salon. Würden Sie uns bitte einen Tee machen? Natürlich. Habe ich also doch richtig gehört. Ach, Clarissa, wie lieb, dass du gekommen bist. Was gibt es Neues von Franziska? Ja, sie ist wieder aufgewacht. Gott sei Dank. Und wie geht es ihr? Was sagen die Ärzte? Den Umständen entsprechend. Sie ist noch sehr schwach, aber immerhin ansprechbar. Endlich mal eine gute Nachricht. Hallo. Ich hab's gerade mitbekommen. Beatrice, wegen gestern im Krankenhaus. Ich
Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Gehst du schon mal vor in den Salon, bitte, Clarissa? Dass du dich entschuldigst, das nehme ich zur Kenntnis. Aber dass du Franziska in Gefahr gebracht hast, das kann ich nicht entschuldigen. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, deine Wohnsituation zu verändern. Gabriela. Gehen wir ein Stück. Gestrigen Abend haben wir uns wohl beide anders vorgestellt. Ja. Ich weiß nicht, was los ist. Ich wünsche mir so sehr, dass es wieder so ist wie früher. Ich mir auch. Aber du merkst doch auch, dass es... Würdest du mich bitte in den Arm nehmen? Sind erschienen Simon Rohloff und Lukas Rohloff, beide durch Bundespersonalausweis ausgewiesen. Marc Rohloff konnte den Termin nicht wahrnehmen. Simon Rohloff ist als sein Vertreter bestimmt. Vollmacht liegt vor. Fragen? Nein? Gut. Kommen wir zum letzten Willen des Verstorbenen. Versiegelter Umschlag, Siegel unbeschädigt. Testament. Ich, Theodor Rohloff, bei klarem Verstand und ohne jeden Zwang verfüge, dass mein Vermögen in Höhe von 500.000 Mark wie folgt aufgeteilt wird. Meine Neffen Simon und Lukas Rohloff erhalten jeweils die Hälfte. Und mein Bruder Marc? Mein Neffe Marc ist von der Erbfolge ausgeschlossen. Zu gut Deutsch, er bekommt nichts. Ich habe alles kaputt gemacht. Daniel.